Heute möchte ich in einem weiteren Tutorial aufzeigen, wie man auf einfachem Weg einen editierbaren Song, also eine MIDI-Datei, basierend auf einem Style des Korg PA5X erstellen kann. Leider ist das zurzeit ja noch nicht von Haus aus möglich, weil der Korg PA5X die Quick Record oder Backing-Sequenz noch nicht zur Verfügung hat, aber das wird laut Korg noch passieren. In einem anderen Tutorial hatte ich ja bereits aufgezeigt, wie man ein externes Keyboard, in meinem Fall den Nautilus, als Aufnahmegerät, als MIDI-Aufnahmegerät, also als externen Sequenzer nutzen kann. Dieses Verfahren werde ich natürlich auch hier in diesem Tutorial nutzen, aber nicht weiter darauf eingehen, weil, wie gesagt, dieses Tutorial besteht ja schon. Was ich hingegen aufzeigen möchte, ist, wie ich neben dem Style des PA5X eine weitere Fähigkeit des PA5X nutze, um eben auf einfache und schnelle Art die Basis für das Lied, also das Grundgerüst oder den Grundstock zu legen, nämlich die Begleitung durch die Drums, den Bass und andere Instrumentenparts. Und diese Fähigkeit des PA5X nennt sich Chordsequenz. Der Schalter zur Aktivierung nennt sich Sequenz und wir finden ihn hier neben dem Taster Upper im Bereich Chord auf der linken Seite des Bedienfelds. Im Display wechsle ich nun einmal in das Register Chords. Wenn ich nun den Taster Sequenz betätige, taucht im Display zum einen die im Style hinterlegte Chordsequenz auf, die passenderweise natürlich genauso heißt wie der Style selbst, und zum anderen die in dieser Chordsequenz hinterlegte Akkordfolge. Die Textzeichen zeigen hierbei den Namen des Akkords an und die Schrägstriche zeigen, wie lange der Akkord gelten soll, also wie viele Beats er zählt. Und natürlich kann man statt der voreingestellten Sequenz eine eigene Chordsequenz aufnehmen. Dazu betätigen wir den Schalter Rec im Display. Und dieser fängt jetzt darauf an zu blinken und die voreingestellten Akkordfolgen werden aus der Anzeige entfernt. Startet man nun den Style, macht man am besten über die Klaviertastatur und aktivierten Synchronstart. Dann wird der beim Start gegriffene Akkord aufgezeichnet, bis man einen anderen Akkord greift. Möchte man kein komplexes Stück mit verschiedener Strophengestaltung erstellen, sondern ein Standardstück mit stets gleichen Strophen, also einem gleichbleibenden Vers und Refrain in jeder Strophe, dann reicht die Aufnahme einer einzigen Strophe vollkommen aus, da die aufgenommene Akkordfolge so lange wiederholt wird, bis das Abspielen des Styles beendet wird. Ich habe mir für mein geplantes Lied schon eine Chordsequenz erstellt und stelle diese jetzt hier ein. Ich habe den PA5X bereits am Nautilus angeschlossen und den Sequenzer aktiviert. Habe ich die beiden Keyboards über das MIDI-Kabel miteinander verbunden, anstatt nur mit dem USB-Kabel, und den PA5X angewiesen, das interne Clock-Signal zu senden und den Nautilus so eingestellt, dass er nicht auf die interne Clock-Signale reagiert, sondern auf extern empfangene. So startet die Aufnahme auf dem Nautilus, sobald das Abspielen des Styles begonnen wird. Ich kann auch unter Verwendung der Chordsequenz weiterhin ein gewünschtes Intro und ein gewünschtes Ending wählen, sowie die einzelnen Style-Variationen wechseln und anwählen. Ist mein Spiel oder das Abspielen des Styles beendet, beendet auch der Nautilus selbsttätig die Aufnahme. Diese kopiere ich mir dann auf den Stick und lade sie im PA5X zur Nachbearbeitung. Wie im entsprechenden Tutorial erklärt, passe ich mir nun in der geladenen MIDI-Datei die im Style verwendeten Instrumente sowie die Effekte und die übrigen Einstellungen an und speichere die MIDI-Datei ab. Nun kann ich Spur für Spur neu bespielen bzw. nachbearbeiten. Und das fertige Endergebnis kannst du hier hören.